Ja, herzlich willkommen in der Aquarellschule LADFE. Heute geht es um das Thema Mohnblumen und Mohnblumen, die haben diese besondere Farbe des kräftigen Krabrots beziehungsweise fast Zinnoberrot. Also es ist ein sehr helles, sehr feuriges, sehr kräftiges Rot. Und das Rot steht komplementär zum Grün im Farbkreis. Dazu werde ich euch gleich auch ein bisschen etwas erzählen. Und durch diese Komplementärstimmung bekomme ich in meinem Bild wunderbar eine kräftige, eine intensive Stimmung. Also ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch viel Freude heute bei dieser intensiven Farbübung. Und ja, es geht gleich los. Nach der kleinen Einführung durch die Mutbilder alles Gute und viel Spaß beim Malen. Der Frühling ist in den Frühsommer übergegangen und dieses Jahr gestaltet er sich durch den vielen Regen sehr grün. Ich liebe dieses Feuchte, ich finde das wunderschön. Wir wohnen in einer Gegend, die eher trocken ist, die im Sommer wirklich sehr trocken daherkommt, oft unerträglich heiß schon. Und dieses Grün, das tut jetzt einfach so sehr gut. Diese weiten Felder mit diesem komplementären Rot in diesem Grün, ja, es ist einfach zum Genießen gedacht. Ja, hier nun ganz kurz die Einführung. Ich möchte euch kurz zeigen, wie schon versprochen, diese Wirkung der Komplementärfarben. Ich verwende also zuerst einmal ein Undersea Green. Und mische es dann auch noch mit einem selbst gemischten Grün, hier ein Zitronengelb, Cadmiumgelb, Zitron, wo ich jetzt ein Kobalttürkis und dann auch noch ein Heliocylinblau hineinmische, um ein sehr schönes, helles Frühlingsgrün zu bekommen. Also ihr seht, ein schönes Grün ist unsere Ausgangsposition und in diesem Grün jetzt, da hole ich mir jetzt ein paar helle Stellen wieder heraus, wasche ich mir heraus bzw. tupfe sie einfach wieder vom Bild, vom Blatt und da kann ich jetzt Mohnblumen hineingeben. So, hier mit diesem Zinnober, mit diesem hellen Zinnoberrot. Und ihr seht schon, wie schön das im Komplementären zum Grün steht, wie kräftig sich dieses Rot abhebt von dem Grün. Ich da jetzt noch so ein bisschen drüber spritzle. Gut. Ja. Bin ich da auch noch an der Hand voll geworden, aber macht nichts. Ich wollte euch einfach zeigen, wie komplementär diese beiden Farben zueinander stehen. Also dieses Rot und dieses Grün, das steht einfach total komplementär zueinander und hat dadurch eine intensive Kraft, eine Intensivität, die man eigentlich nur durch dieses Komplementäre erreichen kann. Wir werden jetzt das noch kurz im Farbkreis anschauen zusammen. Also dieses Rot und Grün, es gibt ja noch andere Komplementärfarben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen. Das ist zum anderen das Orange mit dem Blau und das Gelb mit dem Violett. Also ich zeige euch das jetzt gleich noch hier auch im Farbenkreis.
Ich hole mir hier zuerst einmal ein Gelb. Gehe langsam ins Orange und ins helle Rot hier. Ins Zinnober hinein. Hier im Übergang ein schönes Orange, was dann gegenüber vom Blau komplementär steht. Und jetzt hole ich mir ein Alizarin Karmesin, also ein Karminrot. Hier im Anschluss, was gegenüber des Grüns steht. Hier so dieser wirklich rote Bereich. Da komme ich jetzt mit einem Ultramarinblau dazu und mische mir da dieses Violett, also Ultramarinblau, gemischt dann mit einem Preußisch, steht gegenüber vom Orange, aber hier brauche ich jetzt noch zuerst ein Violett. Das steht gegenüber von diesem Gelb, also von der Mischung zwischen Gold und hellem Gelb. Das ist klar, das muss immer sozusagen die warme und kalte Farbe gemeinsam sein. Wir haben ja in den Primärfarben, wie ihr hier seht, immer eine warme und eine kalte Farbe. Ich sage da gleich noch mehr dazu. Jetzt muss ich mich ganz schnell konzentrieren, dass das hier schön wird. Und hier hole ich mir jetzt noch ein helles Gelb, was da zum Grün wird. Und gegenüber vom Rot steht, das könnt ihr jetzt gut sehen, da geht es jetzt ins Zitronengelb über an der Stelle und hier mischt sich helles Gelb mit goldenem Gelb. Und da habe ich den Übergang zum Blau vom Grün. So. Gut. Also nun haben wir diesen ganzen Farbenkreis: Zitronengelb, Goldgelb, Orange, Zinnoberrot, Karminrot, Violett, Ultramarinblau, Preußischblau, Grün, Dunkelgrün zuerst und dann dieses helle Grün, also gegenüber von diesem Gelb. Das Zitronengelb ist das kalte Gelb, das goldene Gelb ist das warme Gelb und gegenüber hier bei dieser Mischung steht das Violett. Dann haben wir das Orange, was natürlich gegenüber von dem warmen Blau, dem Ultramarinblau und dem kalten, dem Preußischblau, steht das Orange gegenüber. Dann kommt ein Zinnoberrot, ein Karminrot und diese Rotklänge stehen gegenüber vom Grün. Und anschließend, wie gesagt, kommt wieder das Violett. So setzt sich dieser Farbenkreis zusammen. Also Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün und dann wieder Gelb. Und immer kalte und warme Farbe gegenüber. Es ist immer, eine Primärfarbe ist immer warm und kalt. Also es gibt ein kaltes Gelb und das ist das Zitronengelb, das warme Gelb ist das goldene Gelb. Dann gibt es ein kaltes Blau, das Preußischblau und ein warmes, das Ultramarin. Und dann gibt es ein warmes Rot, das ist das Zinnoberrot und ein kaltes Rot, das ist das Karminrot. Und wenn sich diese mischen, also das Ultramarin mit dem Karminrot, dann gibt es ein wunderschönes, klares Violett. Wenn sich das Zitronengelb, das kalte Gelb mit dem kalten Blau, dem Preußischblau mischt, dann gibt es ein wunderschönes, helles Frühlingsgrün. Und wenn sich das goldene Gelb mit dem Zinnoberrot mischt, dann bekommen wir ein Orange. Und gegenüber diese Sekundärfarben, also diese gemischten, aus der Primärfarbe gemischten Farben, das sind die Sekundärfarben und die stehen komplementär jeweils zu einer Primärfarbe im Farbenkreis. Ja, nun aber genug geplaudert und genug Vorarbeit geleistet. Jetzt werden wir malen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Mohnblumenfeld kreieren. Für unser Bild brauchen wir nun ein Aquarell-Washi-Tape. Die ganzen Materialien findet ihr unten in der Box, in der Infobox unterhalb des Videos.
Das Mohnblumenfeld, da legen wir jetzt den Horizont an. Also ihr könnt das auch ein bisschen alternativ zu meinem Bild machen. Das muss nicht genau gleich sein. Wichtig ist nur zu wissen, dass dort, wo wir das Washi-Tape hinkleben, dort wird nachher der Horizont unseres Mohnblumenfeldes sein. Ich lege das gern so ein bisschen in eine Form, also nicht ganz gerade, also nicht ganz plan, sondern so in einem Schwung. Ihr könnt natürlich den Hügel auch umdrehen, dass das Feld nicht in der Mitte tiefer ist, sondern in der Mitte hinaufgeht auf einen Hügel. Das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Wichtig ist einfach, dass ihr das Washi-Tape gut andrückt, sodass es gut hält, und dann machen wir den oberen Bereich unseres Blattes nass. Ich mache das sehr gerne mit dem Elastip. Das geht einfach wunderbar. Und so habe ich das auch ein bisschen in der Hand, wie viel Wasser braucht das Papier, wo ist noch eine Stelle trocken und so weiter. Ich kann es sehr gleichmäßig verteilen. Sobald dann wirklich jeder Bereich meines Blattes nass ist, ihr seht, ich lasse mir da wirklich auch Zeit. Ich gebe dem Blatt Zeit, das Wasser ein bisschen aufzunehmen, weil sobald es dann bereit ist, das Blatt, merkt man das auch. Es ist, ja, die Feuchtigkeit bleibt dann, es wird nicht sofort wieder trocken. Ich starte jetzt in der Mitte und direkt über meinem Horizont mit einem Kobalt-Türkis, immer noch mit dem Elastip, und komme von oben dem Kobalt-Türkis mit einem Ultramarinblau entgegen. Und ihr seht, mit dem Elastip kann ich die Farbe auch sehr, sehr schön verteilen. Ich bekomme wirklich eine flächige Geschichte. Ich streiche hier jetzt im Himmelbereich auch horizontal, nicht kreuz und quer, sondern wirklich horizontal, und ich schaue, dass ich das Türkis mit dem Ultramarinblau verblende. Wie gesagt, den Elastip, den bekommst du in meinem Shop unter www.elladefee.com. Dort kannst du auch noch viele weitere Dinge kaufen, über mein Buch zu verschiedenen Kunstkarten und so weiter. Also schau vorbei, es gibt auch schöne Bilderbücher. Also ja, ich freue mich, wenn du in meinen Shop schaust, da vorbeikommst und ja, etwas mitnimmst. Nun haben wir den Himmel schön verblendet, und solange er noch nass ist, brauchen wir jetzt ein Taschentuch, was wir so ein bisschen zusammen knittern. Also es soll nicht ganz glatt sein an der Stelle, mit der wir tupfen. Es kann so ein bisschen wurstelig sein, und wir tupfen einfach in diesen feuchten Untergrund hinein, tupfen wir Wolken an den Himmel. Dort, wo es schon trocken ist, entstehen keine Wolken. Also die Farbe kann man nur abtupfen, solange sie noch feucht ist. Wenn du das aber machst, sobald du fertig bist mit dem Auftragen der Blautöne, dann wird es auch kein Problem sein. Dann ist die Farbe noch genug feucht, dass du sie einfach wieder runtertupfen kannst, ablösen kannst. Hier links habe ich jetzt an einer Stelle mit dem Elastip ein bisschen mehr angefeuchtet und kann jetzt neu die Farbe noch heller auswaschen. Das könnt ihr jetzt an jeder Stelle vornehmen. Man kann nämlich jetzt, sobald das Ganze gut trocken ist, kann man an einzelnen Stellen weitere Bereiche hell auswaschen, indem man wie in der Auswaschtechnik ein bisschen schrubbelt und das Ganze dann mit einem sauberen Taschentuch abtupft. Heute darf ich euch eine ganz wunderbare Ankündigung machen. Wie ich heute meine Post geholt habe, war juhui, der Katalog von EMF Verlag dabei. Ich zeige ihn euch kurz. Und wunderbarerweise ist auch mein Buch da schon präsentiert. Also mein neues Buch Magische Landschaften in Aquarell. Im September wird man es kaufen können, also bis da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.
Magische Landschaften in Aquarell. Ich hole es euch noch ein bisschen näher. Ihr seht, ich habe da so eine schön große Seite bekommen. Das freut mich natürlich sehr, dass das so schön präsentiert ist. Darauf habe ich gehofft. Und ja, in diesem Buch werdet ihr wieder die ganzen Grundtechniken von mir bekommen, noch einmal ganz genau erklärt. Alles Wissen ist wieder hineingepackt, auch Wissen, was noch dazugekommen ist in den letzten 2 Jahren. Natürlich ist es so, dass man immer dazu lernt als Künstler. Jeder Mensch lernt dazu, aber wir natürlich auch, und auch das neue Wissen ist da jetzt dabei. Es sind diese Bilder mit weniger Farben, also ihr braucht eine kleinere Palette als letztes Mal, mit der ihr alle diese Bilder malen könnt. Es sind einige neue Techniken natürlich dabei, viele sozusagen. Und vor allen Dingen sind es 20 Step-by-Step-Motive im zweiten Teil, die ihr nachmalen könnt, zum Thema magische Landschaften in Aquarell. Was habe ich noch vergessen? Ja, in diesem Buch gibt es jetzt auch sehr viel Figürliches. Also ich bin auf den Wunsch eingegangen von vielen von euch, dass ihr dieses eben Verzauberte, dieses Magische von mir liebt und dass ich doch da ein bisschen mehr in die Richtung machen soll. Also es sind Landschaften mit viel Magie, und das Besondere dabei ist, dass ich jedes Mal euch erzähle, woher ich die Inspiration hole und wie ich sie übersetze dann ins Bild. Also meine Überlegungen dazu, wie ich zu meinen Inspirationen, Imaginationen komme, das habe ich hier beschrieben, und bei jedem Step-by-Step-Bild ist das gut dazu hineingepackt, dass man das wirklich nachvollziehen kann, woher kommen die Ideen, dass ein Bild entsteht und wie es entsteht. Dann gibt es natürlich auch für die Figuren eine Anleitung, dass ihr da gut einsteigen könnt, und ein paar Überraschungen sind da auch noch dabei, weiterführende Überraschungen. Ja, da möchte ich noch nicht zu viel verraten dazu. Einfach, ja, ich freue mich riesig auf den September, wenn ich das Buch dann in der Hand habe, und bis dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber so viel wollte ich euch schon verraten. Magische Landschaften in Aquarell, und sie sind wirklich magisch. Greift zu! Leider ist mein erstes Buch Traumlandschaften in Aquarell ja noch immer vergriffen, und es bleibt wohl auch vergriffen. Man kann es nach wie vor als E-Book erstehen, auch beim EMF Verlag. Ich habe den Link natürlich auf meiner Homepage, und auch unter jedem Video von mir findet ihr den Link. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich hier eine ganz große Auflage bekomme, weil so viele Vorbestellungen sind und ich dann ganz lange euch diese Bücher anbieten kann über meinen Shop. Und natürlich auch in jedem gut sortierten Künstlerfachmarkt, beim EMF Verlag sowieso. Nun wünsche ich euch alles Gute. Ich wollte euch nur diese kleine Information geben für den heutigen Tag. Ja, nun kommen wir zu dieser Auswaschtechnik, die ich vor der kleinen Ankündigung schon vorgestellt habe. Ich nehme mir einen Schrubberpinsel, feuchte ihn an, schaue, dass er sauber ist, feuchte ihn an und schrubble dann in einem Bereich, den ich aufhellen möchte, wo ich also noch mehr Farbe vom Blatt nehmen möchte, schrubble ich die Farbe ein bisschen heller. Ich löse also da Farbreste, die da auch noch in den Wolken geblieben sind, löse ich da an durch dieses Schrubbeln mit dem nassen Pinsel, mit dem Schrubberpinsel, und tupfe die dann gelöste Farbe mit einem sauberen Taschentuch ab. Ihr müsst das Taschentuch immer wieder drehen, dass ihr nicht mit derselben Stelle immer abtupft, weil dann irgendwann ist sie so blau, dass da nur mehr wieder Farbe neu verteilt wird. Also unbedingt das Taschentuch immer wieder wenden, neu zusammenfalten, darauf achten, dass die Stelle, mit der man tupft, dass die wirklich sauber daherkommt. Ja, und ihr seht,
So bekomme ich jetzt diese sonnigen Stellen in meine Schäfchenwolken. Als nächstes lassen wir das Ganze wieder trocknen. Es muss wirklich gut trocken sein und dann holen wir uns ein Undersea Green mit dem Aquarell-Naturschwamm. Wir feuchten den Aquarell-Naturschwamm an, drücken ihn gut aus über dem Wasserglas, sodass er feucht, aber nicht nass ist und holen dann von dem Undersea Green, jetzt bin ich schon beim Gelbgrün, das kommt nämlich als nächstes, wir tupfen auch Gelbgrün darüber und wichtig ist, dass ihr wirklich meine Schwammtechnik anwendet, die blende ich euch oben rechts ein, die findet ihr auch in meinem Buch wunderbar dokumentiert. Das ist eine besondere Technik, mit der man es schafft, dass man wirklich Blattwerk hinbekommt. Im unteren Bereich habe ich mit einem Undersea Green noch ein bisschen mit dem Elastip einen Boden gestippelt und habe dann das Washi Tape entfernt. Nun kann ich mit sauberem Wasser den unteren Bereich mit dem Elastip wieder anfeuchten, sodass ich den ganzen unteren Bereich feucht habe und mit einem Gelb-Grün starte ich jetzt, dass ich im vorderen Bereich hier jetzt meine Mohnblumenwiese anlege. Entweder ist es ein Getreidefeld mit Mohnblumen, mit sehr viel Mohnblumen oder eben es ist eine Wiese, eine grüne Wiese mit diesem roten Mohn dazwischen. Den roten Mohn, den stipple ich mit einem hellen Zinnober zwischen meine Grünklänge. Ich stipple dieses Zinnoberrote einfach mitten hinein. Entweder habt ihr sogar ein paar Stellen ein bisschen hell oder sogar weiß gelassen. Dann wird das Zinnoberrot ganz, ganz sauber und sonst tupft ihr es einfach dazwischen. Gegen unten hin schaue ich, dass ich wirklich das helle Grün verteile, das Gelb-Grün. Hier jetzt nochmal eine kleine Erinnerung, den Elastip, den bekommst du in meinem Shop unter www.eladefee.com. Sobald alles einmal grundiert ist, kann ich mit einem Undersea Green, was ja viel dunkler ist als das Gelb-Grün, kann ich Strukturen hineinbringen in meine Wiese. Schattigere Bereiche, kleine Vertiefungen im Feld sozusagen. Auch dadurch, genau dadurch wirkt nämlich dann mein Feld, also bekommt mein Feld Tiefe, wirkt mein Feld tiefer, geht mein Feld weiter nach hinten. Ganz vorne dunkle ich jetzt noch intensiv ab mit einem Shadow Green und ihr seht, ich mache unten dunkel und von der Seite her auch immer wieder dunkel, aber ich ziehe keine Linie von rechts nach links durch, also es ist immer eine Unterbrechung dabei. Wichtig ist, dass alles sehr lebendig wirkt und das schaffe ich, wenn ich keine Linien ziehe, sondern wenn alles fließt und sich trifft, aber nicht unbedingt alles verbindet. Also da hat man verschiedene Möglichkeiten, dieses Lebendige in einem Bild zu wirken. Nun stipple ich gegen hinten mit dem Shadow Green immer dunklere kleine Gräslein, immer dunklere Bereiche und auch vorne in den unteren 3 cm oder 3 Finger breit von unten, da ziehe ich Halme hinein, Gras, Getreidehalme, wie man möchte. Also das ziehe ich einfach von unten nach oben mit dem Elastip hinein. Der Elastip ist ja auch so ein Graspinsel, mit dem kann ich wirklich wunderbar auch Gras stippeln oder ziehen. Und ihr seht da in der Ferne, wo ich das Gras feiner gestippelt habe, ja, also der Elastip hat einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Hier mit einem mittleren Detailpinsel spritze ich ein paar Mohnblumen noch mit einem hellen Zinnober über mein Mohnblumenfeld und bekomme dadurch noch mehr Struktur, noch mehr blumigen Charakter in dieses Florale hinein. Ich muss es wieder komplett trocknen lassen, bevor ich den nächsten Schritt mache. Hier vorne möchte ich nämlich große Mohnblumen anlegen, aber der Hintergrund muss zuerst komplett trocken sein. Mit einem Schrubberpinsel schrubble ich jetzt große Mohnblumen hier im vorderen Bereich heraus. Schaut, dass ihr es nicht komplett verteilt, also nicht regelmäßig verteilt, sondern ein paar stehen näher beieinander, dann ist wieder ein größerer Abstand. Schaut auch auf die Anzahl. Am besten ist es natürlich, ihr macht 5 große zum Beispiel oder 7 große Mohnblumen im vorderen Bereich. Und dann vielleicht noch ein paar kleinere weiter hinten.
Viele kleine haben wir ja durch diese Spritzer schon bekommen und durch diese Rotfärbung des Feldes, aber ein paar dürfen noch so herausleuchten, die könnt ihr einfach mit dem Schrubberpinsel herauswaschen. Sobald das alles passiert ist, kann man mit einem mittleren Detailpinsel die ausgewaschenen Bereiche mit Zinnoberrot kolorieren. Entweder macht ihr da gerade schon ein bisschen eine Mohnblumenform oder ihr koloriert einfach eine Fläche und geht dann noch einmal drüber, da seid ihr wirklich ganz frei. Das kann man unterschiedlich gestalten. Wichtig ist, dass dieses Zinnoberrot relativ sauber, relativ rein von der Farbe her da im vorderen Bereich stehen darf. Gegen unten ziehen wir mit dem Schriftenpinsel und Shadow Green den Stiel hinein. Der darf auch ganz wackelig, ringelig, ein bisschen schwankend sein. Das haben Mohnblumen sehr oft. Und dann tupfe ich mit Shadow Green und dem dicken Rundpinsel, tupfe ich die Mohnblumenkapseln zwischen die Mohnblumen. Alles in diesem vorderen, unteren Bereich, also alles in diesen unteren 3-4 Fingerbreit von meinem Bild. Und jetzt wieder mit dem Schriftenpinsel, einem Nova Synthetics Nummer 2 oder Nummer 3, ziehe ich die Stiele hinein. Die sind auch wackelig, also diese Knospen, die hängen, weil die sind schwer, die hängen so ganz schwer an diesen dünnen Stielen, und diese Stiele, die sind oftmals so ein bisschen wankend, wellig. Die haben nicht eine wahnsinnige Klarheit, wie die ganze Mohnblume vom Wesen her ja auch so vergänglich ist. Das ist so fein, diese Mohnblume ist so fein. Und das geht durch die ganze Blume hindurch. Sobald alles gut getrocknet hat, kann man verschiedene Bereiche an der Mohnblume auswaschen, sodass man wie ein Vorne und Hinten bekommt, einen schattigeren Bereich im hinteren Teil der Blume und vorne diese hellen Blätter. Wenn jetzt die Sonne von hinten kommen würde, würde man das Ganze umgekehrt machen, würde man schauen, dass die hinteren Bereiche hell sind, wo die Sonne durchschimmert, und gegen vorne wird es immer dunkler, aber da das Licht bei unserem Bild von oben kommt, die Sonne also im Zenit steht, kann man den Bereich, der uns anschaut, aufhellen, und den hinteren, auf der hinteren Seite des Kelches sozusagen, den lassen wir dunkel. Natürlich müssen wir auch die Kapseln dreidimensional gestalten. Das macht man, indem man einfach die obere Seite ein bisschen auswäscht. Also ich muss mit dem Schrubberpinsel Farbe lösen an der oberen Hälfte der Kapsel, sodass sie gegen unten schattig wird und dadurch auch rund wirkt. Ja, nun sind wir fast fertig mit unserem Bild. Ich lasse das Ganze wieder sehr gut trocknen, denn jetzt kann ich mit einem Faber-Castell Buntstift in der Mixed-Media-Technik noch ein paar Kleinigkeiten herausarbeiten. Ich kann zum Beispiel Aufhellungen vornehmen, sodass ich wirklich diese Blütenblätter bekomme an diesen Mohnblumen. Die kann ich da wirklich, ja, wenn die Farbe ganz trocken ist, dann nimmt dieses Aquarell wunderschön diesen Buntstift auf und lässt ihn sogar recht hervorleuchten. Also ihr seht, dieses Weiß kommt wirklich zur Geltung auf dem sehr rauen Aquarellpapier, was natürlich die Farbe gut aufnimmt. Und je dunkler die Aquarellfarbe, die trockene Aquarellfarbe ist auf dem Papier, desto mehr leuchtet das Weiß heraus. Mit dem schwarzen Buntstift kann ich auch verschiedene Feinheiten vornehmen, denn die Kapseln zum Beispiel, die sind ganz fein behaart. Das kann ich entweder mit dem schwarzen Buntstift oder aber auch mit dem weißen Buntstift machen. Das mache ich so lange, bis ich das Gefühl habe, ja, auch dieser vordere Bereich, der ist gut durchdacht, gut durchgestaltet. Der hat viele Details dazu bekommen, denn das ist wichtig, diese Details, dass der Betrachter merkt, das ist ganz bei mir, das ist ganz vorne. Und im hinteren Bereich, da haben wir ja nur flächig und getupft das Rot angebracht. Dadurch wirkt die Tiefe. Vorne genau, hinten mehr verschwommen. Nun ist unser Bild fertig, also das Mohnblumenfeld ist angelegt, die Mohnblumen blühen um die Wette unter blauestem Himmel und schön komplementär zum Grünton.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf weitere Bilder mit euch und wünsche euch einen letzten wunderschönen Maitag. Bei uns ist es ein bisschen regnerisch und morgen geht schon der Juni los, also schon eigentlich der Monat des Mitsommers, und auch den wünsche ich für euch alle als einen wunderschönen, erlebnisreichen, sonnigen, grünen, duftenden Monat. Alles Gute und bis ganz, ganz bald. Tschüss!